Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder am Atlantikwall in Dänemark für euch unterwegs und wie ihr schon im Hintergrund erkennen könnt, sind wir heute bei einer ganz besonderen Küstenbatterie, und zwar in Hanstholm, wo es riesige Schiffsgeschütze gab, und zwar Schiffsgeschütze der Bismarck-Klasse. Nicht, wie man fälschlicherweise in einigen Videos das dokumentiert hat, handelt es sich hier nicht um diese Adolf-Schiffsgeschütze, sondern das sind die Geschütze der Bismarck-Klasse. Das heißt, die sind etwas kleiner. Das ist die SKC 34 mit 38 cm Durchmesser. Und die Adolf-Kanonen, die hatten ja über 40 cm Durchmesser. Ist zwar kleiner, aber trotzdem, wie ihr erkennen könnt, sind das riesige Kanonen, die damals hier standen. Und ja, wir wollen uns heute hier anschauen, was es in Hanstholm alles zu entdecken gibt, und nehmen euch dabei mit. Bis gleich. Ja, hier haben wir jetzt auch wieder 15 cm Kanonen. Die SKC 28 müsste das sein. Das sind wieder die typischen 15 cm Kanonen, die die Deutschen mit im Atlantikwall verbaut haben. Da hatten wir euch ja schon einige gezeigt. Teilweise in die Bunker verbaut, teilweise aber auch so, dass man hier praktisch nur dieses Kanonenschild, diesen kompletten Umbau hat. Hier könnt ihr sogar noch erkennen, hier ist der Reichsadler. Muss man erkennen, das ganz zaghaft. Hier habt ihr den Reichsadler mit Hakenkreuz M1. Hier steht eine 1, 4, 5, 7. Und hier ist noch so ein kleiner Mini-Reichsadler. Und dann steht auch noch irgendeine Ziffer B mal B. Nummer 14, 5, 7. Ja, und dann dieses Siegel. Damit seht ihr auch, oder könnt ihr erkennen, dass das hier ein Geschütz aus deutscher Produktion ist. Ja, das ist natürlich hier schon sehr stark verrostet. Ja, hier haben wir auch nochmal eine andere Kanone, die es aus dem Ausland an den Atlantikwall geschafft hat. Und zwar ist das eine Kanone aus sowjetischer Produktion, eine 122 mm Feldkanone. Die konnte bis zu 20 Kilometer weit schießen. Und die wurde bis 40 wurde die produziert, also 1944. Gucken, gibt es hier auch noch irgendwelche Siegel. Ja, das könnte hier kyrillische Zeichen sein, hier vorn. Meistens hat man ja immer irgendwas am Verschluss. Ja, aber das ist schon sehr stark überlackiert. Hier steht 1936, 122 kann ich noch lesen. Das würde jetzt für das Kaliber stehen. Und das kann ich nicht weiter lesen. Hier steht auch noch irgendwas. Aber das, ihr seht, das ist hier schon so zugemacht. So, wir sind jetzt noch mal an der zweiten Stellung, an der zweiten Bettung von der Batterie Hanstholm. Und wir haben euch jetzt nicht alles vom Museum jetzt direkt da drin gezeigt, weil ich finde das halt immer ein bisschen blöd, das abzufilmen, weil letztendlich kann da jeder hingehen. Beim regulären Lost Place oder wenn die Anlagen außerhalb sind und schwer hinzukommen, ist das was anderes. Aber die Leute verdienen ja damit auch ihr Geld, dass die das da ausstellen und alles. Und da kann ja jeder selber hingehen, sich informieren. Deshalb haben wir jetzt nicht weiter groß dann drin gefilmt und gucken uns jetzt lieber nochmal die zusätzlichen Bettungen an der weiteren Kanonen, die hier standen. Und hier kommen wir jetzt zu einem Teil, einen Bunker, der als E-Bunker bezeichnet ist. Also hier wird irgendwas mit einem Aggregat gestanden haben. Ja. Genau.
Also hier wird eine Stromversorgung für die Geschütze untergebracht worden sein. Also praktisch so eine Art Kraftwerksfunktion. Man nennt das ja auch immer in den Anlagen Kraftwerk, der Kraftwerksbereich. Ja, man kann es ja schon erkennen hier an diesen Podesten, dass hier entsprechende Generatoren standen, die die Anlage halt mit Strom versorgen konnten. Also die Bunker sind letztendlich gebaut worden, wenn die Kanone von dem zivilen Stromnetz abgeschnitten ist, ist das praktisch wie eine Notstromfunktion. Man hat da nämlich Dieselgeneratoren drin gehabt. Ich habe es jetzt nochmal eben nachgeprüft und konnte dann halt die Geschütze mit Notstrom versorgen. Aber das wird dann jeweils immer für nur eine Kanone gewesen sein. Und dementsprechend werden dann halt auch die weiteren Kanonen immer so einen Bunker noch in der Nähe angeschlossen haben. So, wir werden jetzt versuchen, diese Stellung oder die Bettung für die Hanstholm 2 zu finden. Diese Bettung, wo die drin standen, das nennt man umgangssprachlich auch Brunnen. Das wusste ich auch nicht. Also der Brunnen, wo praktisch das Geschütz eingelassen wird. Ich habe jetzt gerade mal hier eben links in den Wald geguckt. Und da scheint sich hier noch was zu verbergen. Hier ist nämlich auch noch was betoniert. Ah ja, okay. Man kann da hinten auch schon durchgucken. Entweder ist das jetzt hier nur so eine Unterführung. Das sieht auch merkwürdig aus. Aber guck mal, hier unten. Wir können da ein Gleis erkennen. Hier muss Material befördert worden sein. Beziehungsweise die Granaten mit den Kartuschen. Ja, sehr interessant. Auch hier wieder an der Seite könnt ihr schemenhaft erkennen, das Camouflage. Oh, sehr niedrig hier. So ein bisschen Kopf einziehen. Dann kommt jetzt hier eine Zwischentür. Ah, okay. Wow. Ja, der eine oder andere wird es gemerkt haben. Wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht in die Zukunft. Ich glaube, das sind jetzt 2 Jahre oder so her, wo wir hier gewesen sind. Und ja, das Video hat leider da abrupt geendet, beziehungsweise es hat nicht geendet, aber der Sound war weg. Und zwar hatte ich da ein neues Funkmikro ausprobiert und ja, habe aufgenommen und im Schnitt gemerkt, ja, der Sound fehlt. Von daher gab es jetzt hier einmal einen Break und wir sind jetzt hier nochmal zurückgekehrt. Wir wollen jetzt das Video nicht nochmal komplett von Anfang an machen und wollen jetzt eigentlich im Prinzip dieses Material auch nochmal verwenden und knüpfen hier einfach nochmal an. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ihr habt ja keine andere Wahl. Und wir wollen uns jetzt hier in diesem Bereich der Kanonenstellungen bei Hanstholm, bei der riesigen Batterie für die 38 cm Kanonen, einfach nochmal anschauen, was gibt es hier noch, weil das ganze Gebiet hier um Hanstholm ist wirklich durchsetzt mit Bunkern für alle möglichen Gerätschaften. Hier hier stehen wir gerade in einer kleinen Bettung für einen sag und schreibe 200 cm Flakscheinwerfer der Deutschen. Man konnte den hier praktisch immer ein bisschen hin und her bewegen, in seiner Bettung bis hier vorfahren. Und ja, das ist es hier in dem Moment auch gewesen. Aber sowas hat man hier überall gehabt, weil das ja wirklich mit einer der stärksten Verteidigungsanlagen der Deutschen einfach am Atlantikfall auch gewesen ist. Die 38 cm Kanonen, wie gesagt, sind ja der kleine Bruder von den Adolf-Kanonen. Und wie gesagt, wir schauen uns jetzt einfach ein paar Sachen hier an. Mal gucken, wo wir noch reinkommen, was wir euch noch zeigen können. Also dranbleiben. Jetzt kommen wir hier noch zum weiteren interessanten Bunker, weil der ist 40 Meter ungefähr von dem Flakscheinwerfer installiert. Und hier ist ein Flak-Leitgerät installiert gewesen. Man muss sich das so vorstellen, das sind so Ferngläser gewesen, die die bei Nacht eingesetzt wurden und die waren sehr lichtempfindlich und dadurch war es halt möglich, Flugzeuge entsprechend am Nachthimmel entdecken zu können. Und das stand hier.
Und da, wo Miller drin ist, da ist der Kommunikationsbereich gewesen, weil man hat dann direkt diese Daten von diesem Flak-Leitsystem an den Scheinwerfer gemeldet und der konnte dann wahrscheinlich direkt oder sofort das Flugzeug praktisch beleuchten, sodass dann wiederum die Flak entsprechend reagieren konnte. Also schon ein sehr ausgeklügeltes System. Und wenn das hier nicht genutzt wurde, dann gab es hier eine Abdeckung aus Holz. Die waren hier angebracht und dann konnte man das Gerät halt schützen, indem es hier abgedeckt wurde, dieser Bunker. Da ist der kleine Kommunikationsraum. Und gleichzeitig auch ein bisschen Schutz. Und wenn man sich hier die Arbeit gemacht hat, das Ganze freizugraben, da muss irgendwas drin sein, was sich lohnt. Problem ist nur, wir haben das schon gespottet hier einmal, dass jetzt der Bereich, also das war komplett zugemauert, der Bereich hier total extrem abfällt. Da sind auch keine Stufen oder irgendwas. Also ich muss mich jetzt bäuchlings da runterlassen. Hoffentlich unfallfrei. Wir haben jetzt kein Seil oder irgendeinen Schnickschnack mit. Man kann auch nicht immer alles mitnehmen. Und ja, versuchen einfach mal, ob wir jetzt hier reinkommen. Vor allem rauskommen wird spannend. Jo, also dranbleiben. Oh, scheiße. Ein bisschen Schiss habe ich schon. Also hier sind Treppen noch bis hier vorne, aber ja, ich muss mir irgendwas jetzt hier gleich hinmachen. Das wird spannend, hier wieder rauszukommen. Okay, Melanie ist hier oben. Hier ist die üble Wand. Hier kommt erst die Treppe. Und schaut mal, Leute, dafür hat es sich, glaube ich, jetzt gelohnt. Ne? Wir haben hier einen richtig krassen Spruch. Der sieht ja noch richtig gut aus. Hier herrscht Ordnung und die Sitte, das beweist der Prügel in der Mitte. Okay, das ist krass. Das ist mal richtig schön. Ja, gehen wir jetzt hier kurz durch. Aber allein für den Spruch hat sich das jetzt gelohnt. Oh, hier standen, glaube ich, Maschinen, Aggregate. Schön wäre jetzt, wenn es noch einen anderen Ausgang geben würde. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss davor. Bin ich ganz ehrlich. Aber der ist nicht klein, ne? Aber hier ist trotzdem alles raus. Das ist noch ein Stück von einer alten Kiste, definitiv. Oder eine Schublade. Und hier wird auch was angeschlossen gewesen sein, vielleicht Filtersystem, weil hier so riesige Rohre noch rausschauen. Hier wird ein Waschbecken angeschlossen gewesen sein. Gucken, es ging auf jeden Fall noch in die andere Richtung. Hier steht nirgendwo irgendeine Schrift. Nee. Boah. Wenn ich es beim ersten Mal schaffe. So, warte. Und nur kurz ein bisschen halten. Genau. Und nicht ziehen. Okay, reicht. Das ist ja nur ein Leben.
Gut. Scheiße. Oh, wenn ich es beim ersten Mal schaffe, ist das super. Das war wirklich also die allerletzte Grenze. Oh, es hat sogar geklappt. Gott sei Dank, scheiße Leute. Oh, es hat geklappt. So Leute, schaut mal hier, was wir hier gefunden haben jetzt. Ich glaube, das ist wieder ein, oder ja, es müsste ein 6-Schadenstand sein. Komplett hier, da haben wir noch Glück, dass hier noch nicht so viel grün ist. Sonst wird man den gar nicht mehr sehen. Hier drin hat er sich versteckt. Ich gebe mal kurz eben Melanie die Kamera. Oh. Damit ihr mal den Vergleich seht. Hier. Oh. Ich versuche es mal ein bisschen frei zu machen. Da. Ein riesen Okolyt ist das hier. Der wird einen Durchmesser haben, locker von 2 Metern. Und hier sind halt, es ist vermutlich ein 6-Schadenstand, überall, wie gesagt, diese Scharten, wo man hätte durchschießen können. Und hier müsste sich dann darunter auch der Bunker befinden. Vermutlich ein Regelbau 634, wenn ich jetzt gerade richtig liege. So, ich bin jetzt hier noch einmal drauf geklettert, damit ihr das auch noch mal von hier sehen könnt. Das ist da unten. Ja, da sehen wir jetzt nicht so viel, weil ich mit der Lampe nicht richtig reinkomme, aber wir hoffen mal, dass wir jetzt hier irgendwo hoffentlich einen Zugang haben. Ja, Mella hat noch einen Zugang gefunden, also der 6-Schadenturm ist jetzt hier und hier ist irgendwo noch ein Bunker da. Steiler Weg nach unten. Wir hoffen nämlich, dass wir hier rüber reinkommen. Das würde aber bedeuten, dass der schon wirklich sehr groß ist und das ein anderer Regelbau sein muss. Das ist ja hier schon interessant wieder. Hier in dem Eingangsbereich ist ein Spruch oder eine Anweisung, die wir bisher so auch noch nie gesehen haben. Spart Rohstoffe. Also das haben wir auch noch nie gesehen. Das muss natürlich auch wahrscheinlich zum späteren Zeitpunkt dann auch relevant gewesen wären, solche Anweisungen. Aber interessant. Wahrscheinlich auch, wo Verbrauchsgüter einfach gelagert wurden, kann durchaus sein. Das ist ein merkwürdiges Camouflage hier. Boah. Was ist das denn für ein riesiges Rohr hier? Ich habe auch so noch nie gesehen. Ja Leute, wir haben den richtigen Eingang gefunden, aber natürlich musste er wieder so beschissen sein. Oh, ich hasse es. Genau hier ist mein Todeskraut, Brombeeren. Ich hasse es wirklich, diese Pflanze. Die Frage ist, ob Wasser. Ne, sieht nicht so aus. Da müssen wir rein. Hier oben ist die Kuppel. Wir müssen uns erstmal hier irgendwie frei hacken bis dahin. Irgendwie ein bisschen frei gemacht. Gucken, ob wir da jetzt auch wieder so reinrutschen. Kann ich mal kurz deine Lampe? Ja, ich muss so ein bisschen reinrutschen. Wir hatten ja schon mal so einen 6-Schadenstand gehabt. Oh, der war komplett unter Wasser, aber hier sieht es auch nicht anders aus. Es geht aber noch. Es geht noch. Gut, in dem Raum sehen wir jetzt auch nicht allzu viel. Und hier müssten wir eigentlich zum Turm kommen. Aber ich sehe schon, hier gibt es keine Treppe. Hier liegen noch ein paar Sachen hier unten. Schädel. Oh, ja,
Wir haben die Plateaus komplett weggemacht. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, oder ich weiß nicht, ob das Video jetzt vorher kam oder nachher. Das ist der Turm. Und hier waren 2 Podeste drin. Mit einer Leiter konnte man halt hoch. So Leute, jetzt haben wir glaube ich einen von diesen riesigen Munitionsbunkern gefunden. Das sind jetzt wirklich die Munitionsbunker. Boah. Der ist gigantisch, ne? Mal eben kurz den Vergleich, dass ihr das seht. Riesig. Mal gucken, ob der aufgeht. Leider nicht. So, jetzt sind wir hier an einer der großen Bettungen. Sowas haben wir euch ja schon mal bei der Batterie Dietl auch gezeigt. Und bei Harstad habt ihr ja gesehen, wie es aussieht, wenn noch eine Kanone draufsteht. Wie gesagt, hier sind die etwas kleineren, also zumindest vom Kaliber 38 cm Kanonen installiert gewesen. Hier auch noch die Belüftungen, gab es mehrere ringsrum um die Anlage. Da hinten sind auch noch welche und auf der anderen Seite auch. Einen weiteren Zugang, aber auch der ist leider verschlossen. Hier hätte man dann wahrscheinlich auch mit der Lorenbahn Munition reinschaffen können in die Stellung, aber auch die ist zu. Wir bewegen uns nämlich jetzt hier in dem Bereich, wo die Lorenbahn hergefahren ist. So, hier drinnen wurde das Video irgendwann mal beendet, aber wir waren noch nicht überall gewesen. Deshalb jetzt der zweite Anlauf. Mal gucken, ob es diesmal klappt. So, hier der lange Gang jetzt wieder zu Anfang. Ich versuche jetzt mal nicht so viele doppelte Sachen aufzunehmen. Steht noch irgendwas dran? KTZ 2384 müsste das glaube ich lauten. KTZ. So, und dann kommen wir nämlich hier in den gefliesten Bereich. Hier steht noch Heizraum. Wir versuchen alles ein bisschen, was wir noch an restlicher Beschriftung irgendwo finden, weil die Räume letztendlich halt leer sind. Das ein bisschen nachzuvollziehen. Das ist der Heizraum, auf jeden Fall sehr hoch hier. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt praktisch in einem dieser Bunker und über uns ist diese Bettung, die hier in dem Fall zugeschüttet ist, in dem Bereich, wo eine der großen Kanonen stand, die wir euch gerade jetzt zu Anfang gezeigt hat, diese offene Bettung. Die ist jetzt hier. Bei dieser Kanone ist, glaube ich, die Kanone 2 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Die ist nämlich dann dicht, aber dafür kommen wir hier halt in den Bunker. Das ist das Interessante. Also wir sind uns nicht ganz sicher. Wir sind jetzt hier durch eine Tür gekommen und hier ist alles zugeschüttet, aber hier haben sich wahrscheinlich welche reingegraben. Das müsste jetzt hier der Ring sein, die Bettung eigentlich, wo das Geschütz drin lag. Also hier war ich definitiv auch noch nicht. Ich werde mal eben davor gehen. Hier ist alles zu. Oh. Ja, es geht hier weiter halt. Also noch mal weiter rum. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man kommt jetzt nur in dem Kreis halt von dieser Bettung, ne? Weil hier oben ist ja alles reingeflogen. Also wir sind praktisch in dem inneren Ring, wo man vom Bunker hier, also hier fuhr praktisch die Lore her, hier unten. Da wo jetzt das ganze Gerassel liegt.
Ja, und deshalb macht es, glaube ich, keinen Sinn, da jetzt noch weiter rumzukriechen. Weil hier stand da nämlich auch noch irgendwas dran. Ich kann noch ein U erkennen. Sonst aber nichts. Ja, von der Seite sehen wir das nämlich auch noch mal. Also hier ging es überall zur Bettung. Und hier hinten war der Betriebsraum, wo das Aggregat drin stand. Hier gibt es noch einen Zugang, einen Aufgang. Ja, aber im Grunde sind die Räume, wie gesagt, alle leer. Ist mal, wie gesagt, jetzt noch mal in diesen Munitionsbunker gegangen, den ich damals schon aufgenommen hatte, und hier musste ich halt irgendwann abbrechen. Und der ist jetzt speziell für die Kartuschen, also die Kartuschen wurden jetzt hier hinten gelagert. Das kennt man halt aus dem Museumsbereich oder von der Adolf-Kanone, wo das noch aufgebaut ist mit den Granaten und Kartuschen. Und hier wurde das Ganze über die Loren hier in diesen Aufzug gegeben. Da wurden die hier praktisch umgelagert und hinten ging dann die Klappe auf. Und dann kam das in den äußeren Ring auf diese Lorenbahn. Also man hat hier oben eine Laufkatze gehabt. Die Laufkatze hat die im Prinzip angenommen und dann hier rein transportiert. Und hier wäre es halt, wie gesagt, in den Ring gegangen. Aber der ist ja komplett dicht hier bei der Bettung. Hier auf der Tür steht sogar noch Geschossraum. So, und hier muss dieser Umschlagsplatz gewesen sein für die Granaten. Hier oben auch wieder dieses Schienensystem. Hier steht auch nochmal: Achtung, Weiche nur unbelastet bedienen. Hier steht auch nochmal Geschossraum dran. Das sind auch solche komischen Klappen. So, den hat man halt komplett zugemacht. Hier fehlt jetzt schon der Mechanismus, um das hier umzulagern. Hier oben habt ihr noch eine Granate, damit man hier weiß, wo man sich befindet. Dass das der Platz ist für den Umschlag der Granaten. Und hier steht Zünder. Also vermute ich mal, Zünd steht hier nur noch. Melanie hat mich gerade auf was aufmerksam gemacht hier, das habe ich selber auch noch gar nicht gesehen. Hier oben ist, ich hoffe, wir können das gut sehen. Ich muss jetzt mal die Lampe etwas vernünftiger halten. Das ist hier stark verrostet. Hier steht Tragfähigkeit für Munition 1200 Kilo, geprüft am 12.01.1945. Da seht ihr, wir haben hier ein Datum entdeckt. Also am 12.01. hat man hier nochmal alles gecheckt. Und hier steht höchstwahrscheinlich auch nochmal was. Noch vor Tragfähigkeit steht noch irgendwas anderes. Wahnsinn. Ja, man muss sich das wirklich immer alles anschauen. Das hatte ich damals auch nicht gesehen. Tja, manchmal muss man einfach mal die Augen aufmachen. Mella hat hier einen Zugang entdeckt, der offen ist in die Bettung. Also die Tür ist offen hier. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Aber wir gehen jetzt mal rein hier. Das ist nämlich wieder das gleiche Spiel. Boah, nochmal richtig Schwein gehabt. Oh, ich bin mal zu voll, den Rucksack abzunehmen. Oh, tatsächlich. Wir sind in der Bettung. Krass. Da oben ist Möller. Wir sind wirklich in der Bettung. Gerade standen wir noch oben. Komischerweise war ein Zugang zu und einer ist offen. Hallo. Ja, und hier seht ihr nämlich nochmal, was ich vorhin meinte von den
Stellungen hier, den Munitionsräumen für die Kanone. Hier habt ihr das nämlich, das Pendant. Hier ist sogar noch ein Teil von dem Gerät eingebaut. Also hier würde dann praktisch auf der anderen Seite die Klappe aufgehen, hier runter, und hier in der Mitte wäre es im Prinzip, jetzt könnt ihr noch so ein bisschen die Spur erkennen, hier fährt oder fuhr der Wagen her und hat das Ganze dann entsprechend umgeladen. Tja, wir gucken mal eben, ob ich hier noch irgendwas Spannendes sehe. Ob da vielleicht noch irgendwie eine Schrift oder sowas drin ist. Ne, schade Leute, das ist wirklich sehr schlecht erhalten. Hier haben sie ohne Skrupel gefackelt, ohne Ende. Ihr habt jetzt nur noch mal den Schacht vielleicht noch etwas besser mit Kurbel hier sogar noch. Aber ihr seht ja, hier ist es kohlrabenschwarz. Hier reicht kaum noch das Licht, um irgendwas zu sehen. Das ist wirklich bitter. Schade. Hätte gedacht, dass das eher im anderen Zustand wäre. Aber wenn man natürlich doch so einfach reinkommt, dann ist das schwierig. Naja. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, dann beenden wir das Video. Leider am Ende nochmal enttäuschend, dass die Bettung jetzt komplett ausradiert ist, also so verkokelt ist. Ich habe sogar mit der Taschenlampe kaum noch was gesehen. Gut, die hat jetzt natürlich nach der Tour heute schon ein bisschen gelitten, aber man hat ja fast gar nichts mehr gesehen. Also das ist schon ein bisschen bitter. Und nicht umsonst werden halt auch viele Sachen halt verschlossen. Das soll da jedem bewusst sein. So, wir machen uns jetzt erstmal wieder Richtung unserer Unterkunft. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Und schreibt uns was in die Kommentare, ob ihr hier auch schon mal gewesen seid. Und ja, gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Haut rein, bis zum nächsten Video.